Ausrüstung der Sicherheitskräfte der Foundation. Fahrzeuge. Mit bewaffneten Fahrzeugen verhält es sich ähnlich wie mit bewaffneten Personen. Die Sichtung von Panzerfahrzeugen, insbesondere militärischer Panzerfahrzeuge, ist seit dem Ende des Kalten Krieges, dem zunehmenden Abzug der Besatzungstruppen und dem Ende der internationalen Großübungen und dergleichen derart selten, dass sich binnen Minuten Fotos, Videos und Kommentare in den immer schwieriger zu kontrollierenden sozialen Netzwerken verbreiten. Obwohl die Foundation militärische Panzerfahrzeuge besitzt oder kurzfristig vom Militär ausleihen kann, werden für alltägliche Aufgaben stark umgebaute Zivil- und Polizeifahrzeuge eingesetzt. Da zur Feuerunterstützung Kampf- und Schützenpanzer nur unter erschwerten Bedingungen eingesetzt werden können und ein rein infanteristisches Vorgehen nicht immer möglich oder zu gefährlich ist, werden offensichtlich oder verdeckt gepanzerte Fahrzeuge wie Geldtransporter, Wasserwerfer der Polizei, Feuerwehrfahrzeuge oder Lieferwagen und kleine LKWs mit einfahrbaren oder unter Abdeckungen verborgenen Waffen ausgestattet. Die Palette reicht von Maschinengewehren über Maschinenkanonen, Mörser, kurzläufige Panzerkanonen und Raketenwerfer bis hin zu exotischen und von der Foundation produzierten Waffen wie Railguns, Laserwaffen, Schallwaffen, Partikelwaffen, Plasmawaffen und weitere, von deren Existenz zu wissen ihre Sicherheitsfreigabe übersteigen dürfte. Und wir sie und den Autor terminieren müssten, würde er sie hier erwähnen. O44. Von den hier aufgezählten Kampffahrzeugen abgesehen, hat jeder Standort für den alltäglichen Einsatz einen Fuhrpark an gepanzerten und ungepanzerten Fahrzeugen, die entweder in Zivil belassen oder als Polizei, Feuerwehr, THW, Rettungsfahrzeug oder als Fahrzeug eines Tarnunternehmens getarnt werden. Diese werden üblicherweise nur zum nicht sicherheitsrelevanten Transport von Personen und Material benutzt. Die Foundation in Deutschland besitzt zwar einige Varianten regulärer und exotischer Militärfahrzeuge, jedoch meist nur im einstelligen oder niedrigen zweistelligen Bereich. Insgesamt besitzt die Foundation auf deutschem und österreichischem Boden gerade einmal 100 solcher Fahrzeuge. Fahrzeugmontierte Waffen. Dies ist eine Liste von Waffen und Waffensystemen, die auf improvisierten Kampffahrzeugen eingesetzt werden. MG3 und MG74. Beide Maschinengewehre sind unabhängig voneinander stehende Weiterentwicklungen des MG42, einander aber zum Verwechseln ähnlich. Die beiden haben ein Kaliber von 7,62 x 51 mm und werden damit bei der Bundeswehr und bei der Bundesheer eingesetzt. M2. Die M2 ist ein schweres Maschinengewehr von verschiedenen Varianten. Sie benutzt ein Kaliber von 12,7 x 99 mm und wird bei der Bundesheer und bei der Bundeswehr eingesetzt. RH-202. Die RH-202 ist eine Maschinenkanone von einem relativ altes Modell, aber ist noch oft eingesetzt. Er benutzt die Munitionsart 20 x 139 mm und wird damit bei der Bundeswehr benutzt. MK-30. Die MK-30 ist eine moderne Maschinenkanone, ausgerüstet für Airburst und Ahead-Munition. Er benutzt den Kaliber 30 x 173 mm und wird damit bei der Bundeswehr und bei der Bundesheer eingesetzt. Für MK-30. Das RMK-30 ist eine rückstoßfreie Revolvermaschinenkanone. Auch mit taktischen Servokampfanzügen eingesetzt. Mit einem Kaliber von 30 x 250 mm wird sie so bei keiner Armee eingesetzt. HKGMW. Das HKGMW ist eine Granatmaschinenwaffe mit verschiedenen Munitionstypen. Auch mit taktischen Servokampfanzügen eingesetzt. Mit dem Kaliber 40 x 53 mm ist sie bei der Bundeswehr in Gebrauch. 40 mm CTWS. Die 40 mm CTWS ist eine moderne Maschinenkanone mit großer Feuerkraft und teils lasergelenkter Munition. Sie benutzt den Kaliber 40 mm Teleskoppatrone. Royal Ordnance L7A3. Das Royal Ordnance L7A3 ist eine Kampfwagenkanone des Leopard 1, auf Lafetten auf LKWs montiert, wird derzeit durch die RH-120 LRR L47 ersetzt. Mit dem Kaliber 105 x 605.615 mm R ist sich auch bei der Bundeswehr in Gebrauch. Für RH-120 LRR L47. Die RH-120 LRR L47 ist eine leichte Glattrohrkanone mit reduziertem Rückstoß. Relativ neu zum Einbau auf Haubitzenlafette auf der Ladefläche von LKWs. Sie verwendet die Munitionsart 120 x 570 mm. Schwerer Flammenwerfer FLW 90.
Der schwere Flammenwerfer FLW-90 ist für den Einsatz von fernbedienbaren Waffenstationen aus vorgesehen, zum Beispiel auf Fahrzeugen, unbemannten Bodenfahrzeugen oder für den Einsatz mit taktischen Servokampfanzügen. Laserkanone LP3X. Die Laserkanone LP3X ist eine vergrößerte schwere Variante des LPX für den Einsatz gegen alle nicht reflektierenden Ziele. Verbrennt Fleisch in Sekundenbruchteilen, daher auch gegen Infanterie und Infanteriegruppen effektiv. Für den Einsatz von Fahr- und Flugzeugen aus vorgesehen. Reguläre Kampffahrzeuge. Dies ist eine Liste regulärer, nicht improvisierter Kampffahrzeuge, die entweder so im Handel verfügbar oder von der Foundation produziert und umgebaut werden. Während des Kalten Krieges beschaffte die Foundation eine nicht geringe Zahl regulärer Kampffahrzeuge, um im Fall eines Krieges ihre Standorte verteidigen zu können. Inzwischen wurde der Bestand deutlich verringert. Die Foundation hat aber einen gewissen Bestand behalten. Berge- und Pionierpanzer besitzt die Foundation nicht. Sie werden bei Bedarf ausgeliehen oder erforderliche Arbeiten mit ungepanzerten zivilen Fahrzeugen verrichtet. Sonderwagen 4. Der Sonderwagen 4 hat eine Bewaffnung von Gas- und Aerosolsprühgeräte. Er wird nur selten eingesetzt, meist zur Kontrolle von Menschenansammlungen. Verfügt über Sprühgeräte für flüssige und gasförmige Reizstoffe, Betäubungsmittel und amnesische Wirkstoffe und zu einem gewissen Grad über ABC-Schutz. Der Sonderwagen 4 wird hauptsächlich bei der deutschen Polizei eingesetzt. Wasserwerfer 10.000. Der Wasserwerfer 10.000 verfügt über Möglichkeiten zur Beimengung von Reizstoffen, Betäubungsmitteln und Amnesika und über einen gewissen ABC-Schutz. Die deutsche Polizei verwendet dieses Fahrzeug. Eagle. Der Eagle ist als bewaffnetes Patrouillenfahrzeug beschafft worden. Lackierung ist wie bei der Bundeswehr oder deutsche Bundes- und Landespolizei. Als Bewaffnung kann sie verschiedene MG verwenden. Benutzt wir sie auch bei der Bundeswehr, der deutschen Polizei, Schweizer Polizei und bei der Schweizer Armee. Survivor R. Der Survivor R ist als gepanzertes Patrouillen- und Einsatzfahrzeug beschafft worden. Die Lackierung ist wie in einige deutsche Landespolizeien gleich. Bewaffnung verwendet sie verschiedene MG oder GMWs. Der Survivor R wird bei der Bundeswehr und bei der deutschen Polizei eingesetzt. Duro. Der Duro ist als gepanzertes Transport- und Truppentransportfahrzeug beschafft worden. Sie kann verschiedene MG als Bewaffnung verwenden und wird bei der Bundeswehr und bei der Schweizer Armee eingesetzt. GTK Boxer. Die Foundation besitzt alle Varianten, die auch die Bundeswehr besitzt, zusätzlich auch mit Maschinenkanone MK-32 ABM im Zwei-Mann-Turm. Alle TPZ Fuchs wurden verkauft. Radschützenpanzer 93. Der Radschützenpanzer 93 ist neben dem 8x8 Radschützenpanzer in Besitz der Foundation. Auch einzelne andere Ausführungen der 6x6 Variante des MOVAG Piranha ist verfügbar. Als Bewaffnung verwendet sie eine 12,7 mm MG. Sie wird größtenteils bei der Schweizer Armee eingesetzt. Pandur. Einige Exemplare vom Pandur wurden beschafft. Derzeit wird abgewartet, ob und wann das Bundesheer den Pandur 2 beschafft. Leopard 2. Der Variante 2er 6 und 2er 7 wird sie von der Bundeswehr bzw. 2er 4 vom Bundesheer und der Schweizer Armee ausgeliehen. Es existieren einige wenige Exemplare mit KWS 3 140 mm Kanone mit Ladeautomatik, Post 2er 7 Plus und einige Prototypen der Foundation. Aufgrund der Auffälligkeit nur höchst selten eingesetzt. Ulan. Der Ulan ist ein Schützenpanzer des Bundesheeres. Auch einige Exemplare LT-105 als leichte Panzer sind verfügbar. Als Bewaffnung benutzt sie 30 mm und 7,62 mm für die MG. SPZ 2000. Der SPZ 2000 ist ein Schützenpanzer der Schweizer Armee. Einige Fahrzeuge sind mit der 40 mm Kanone 4070B ausgerüstet. Marder. Neben der Standardbewaffnung stehen eine Vielzahl an Waffensystemen zur Verfügung. Die jüngste Anschaffung ist das 40 mm CTWS. Neben weiteren Maschinenkanonen und Raketenwerfern existieren Varianten mit experimentellen Waffensystemen. Aufgrund des seltenen Einsatzes und der beschafften Komponenten für den Schützenpanzer Marder wurde auf die Beschaffung des Schützenpanzer Puma verzichtet. Wiesel 1 und 2. Der Wiesel ist in zahlreichen Varianten vorhanden und relativ häufig eingesetzt. Unter anderem Wiesel 1 mit MK20 und RMK30 sowie Wiesel 2 als Sanitätsfahrzeug, Flugabwehr- und Mörserkampfsystem. Einzige Flugabwehr und Artillerie im Besitz der Foundation in Deutschland. Sie ist auch in der Bundeswehr in Einsatz. Exoten. Diese Waffen und Fahrzeuge werden nur selten und unter bestimmten Umständen eingesetzt. Einige sind nur noch im Bestand, weil sie als Prototypen und Einzelstücke nicht verkauft werden können,
und aus Gründen der Nostalgie einiger Direktorenratsmitglieder eine Verschrottung nicht in Betracht gezogen wird. Die meisten stammen aus der Zeit des Kalten Krieges und wurden von der Foundation nachproduziert, weil man mit den Anforderungen und Möglichkeiten der Foundation im Gegensatz zum regulären Militär einen Nutzen darin sah. Jüngste Ereignisse sorgen für eine vermehrte Sorge vor einem Krieg, und da diese Systeme teils die einzigen ihrer Gattung im Besitz der Foundation darstellen. Kampfpanzer des Militärs könnten im Kriegsfall nicht ausgeliehen werden, findet derzeit in geringem Maße eine Modernisierung des Bestandes statt, soweit dies möglich ist, insbesondere was die Panzerung und Elektronik angeht. Kampfpanzer 70. Der Kampfpanzer 70 ist ein US-deutscher Prototyp aus den 1960er Jahren. Nach der Einstellung des Programms zugunsten des Leopard 2 und des Abrams kaufte die Foundation die meisten Prototypen. Mehrfach Kampfwert gesteigert, modernen Kampfpanzern gegenüber aber nicht mehr konkurrenzfähig. Als Bewaffnung verwendet sie eine 120 mm Kanone, 20 mm Maschinenkanonen und eine 7,62 mm MG. VTS-1. Der VTS-1 ist ein Prototyp eines Waffenträgers mit außenliegender scheitellaffettierter Kanone auf Basis des Schützenpanzer Marder. Von der Bundeswehr zum Testen scheitellaffettierter Kanonen beschafft, anschließend von der Foundation als leichter Kampfpanzer in geringer Stückzahl nachproduziert. Als Bewaffnung hat sie eine 105 mm Glattrohrkanone und eine 7,62 mm MG. RTI Grizzly A1. Der RTI Grizzly A1 ist ein Prototyp eines KI-gesteuerten Kampfpanzers mit extrem durchschlagskräftiger Railgun, die jede bekannte nicht-anomale Panzerung durchdringen würde. Wie alle bekannten Produkte von RTI ist der Grizzly A1 anomal und als SCP klassifiziert. Ein Einsatz kommt derzeit auch in Klasse K-Bedrohungslagen nicht in Betracht. SCP-150-DE. SCP-150-DE ist ein Servokampfanzug, die von MTF-DE 4V die Verteidiger eingesetzt würde. Ihre Bewaffnung ist variabel.